Hallo und willkommen zu Folge 13. Heute werden wir uns hauptsächlich mit dem Bug und dem Heck beschäftigen, aber nachdem wir in der letzten Woche hier die Bleche für den Umgang montiert haben, wollen wir das natürlich auch noch zu Ende machen, und so gehört es hier dazu, dass wir hier mal noch die Bleche eben auch festschweißen. Und während das jetzt hier passiert, vielleicht noch der Hinweis, ja, das mit dem Ton habe ich schon auch irgendwie mitbekommen und habe da zu viel in letzter Zeit an unterschiedlichen Positionen mit unterschiedlichen Einstellungen gearbeitet. Ich hoffe, wir kriegen das jetzt hier ein bisschen gleichmäßiger in den Griff, sodass ihr mich auch gut verstehen könnt und eine gleichbleibende Sprachqualität dann auch bekommt. Unterdessen hat Basti sich hier rundum gearbeitet und die Bleche festgeschweißt, so dass wir zum nächsten Thema kommen können, und da geht es heute mal um die Treppe zum Umgang. Ihr erinnert euch bestimmt, wir haben vor einiger Zeit diese Teile gebogen bzw. da bei einem Bekannten mehr oder weniger noch liegen lassen, und jetzt war so der Zeitpunkt gekommen, wo man mal schauen kann, ob wir die und wie wir die hier einsetzen, und dann nehme ich es schon fast vorneweg. Das hat uns nämlich nicht ganz so gefallen. Das erste, was uns nicht gefällt, ist, dass das Umgangblech nicht rechtwinklig zur Bordwand aufhört, sondern Richtung Salon noch etwas weiter Richtung Heck. Das hat zur Folge, dass es schlicht einfach schräg ist und man die erste Stufe nicht richtig betreten kann. Das zweite ist, dass alle Stufen ja hier so nach innen weggehen. Das heißt, würde man vom Umgang wieder runter aufs Deck gehen, kann man das nicht vorwärts tun, sondern müsste es rückwärts machen. Und das dritte ist, dass wir hier schlicht auch eine Lücke dann unten drunter haben. Das heißt, die Teile passen eigentlich nicht so an das Boot, wie das gedacht ist. Unsere Recherchen haben dann auch ergeben, dass diese Treppenstufen so in der Form auch noch nie in einer Louis Roberts umgesetzt wurden, sondern eben immer anders konstruiert wurden. Und genau das werden wir jetzt an der Stelle auch machen und uns unsere eigene Treppe dort konstruieren. Und damit kommen wir dann zum großen Bereich in diesem Video, sprich wir bauen den Bug zu Ende. Und damit wir das machen können, ist es aber erstmal erforderlich, dass wir hier vorne in das Schott ein Loch hineinschneiden. Da geht es zum Ankerkasten und wir müssen das auch später als Revisionsöffnung haben. Und wir können aber jetzt die Seitenbleche gar nicht montieren, ohne dass hier irgendjemand in der Lage ist, in das Schott reinzukrabbeln. Wir hatten das im ersten Schritt mit der Flex probiert, das hat sich aber recht schnell als nicht sinnvoll erwiesen, sodass wir hier uns den Plasmaschneider geholt haben mit dem Handplasma und dieses Loch begonnen haben, mit dem Plasmaschneider auszuschneiden. Das wird zwar Freihand, hier ohne Führung jetzt erstmal noch keine schöne saubere Öffnung und noch nichts, was man hinterher als Luke dann verwenden kann, aber Hauptsache erstmal ein Loch rein, damit wir da vorne reinkrabbeln können, und das ohne riesigen Aufwand. Auch wenn das hier, wir haben es ja jetzt hier gut von der Zeit wieder gerafft, aber eine Viertelstunde hat es trotzdem gedauert, mit dem Handplasma hier diese Öffnung reinzuschneiden. Später wird dann hier vor dem Schott der Schlafbereich entstehen, sprich genau da, wo Basti gerade steht, steht dann hinterher unser Bett. Und die Luke wird dann so ein bisschen da verschwinden. Wir müssen ja auch nicht dauerhaft da dran, ist ja nur für Wartung und Revision im Ankerkasten. Insofern kann das auch so ein bisschen hinter Verkleidung verschwinden. Mal schauen, wie wir das später gestalten, dass das nicht einfach so prominent da wie so ein Loch da ist. Aber heute machen wir erstmal noch keinen Innenausbau, sondern wollen uns um den Bug kümmern, und genau das können wir jetzt endlich tun. Als erstes hier noch den letzten Longitude noch festschweißen. Das hatten wir bisher noch nicht gemacht, damit wir den hier noch ein bisschen ausrichten können, dass der eben auch gerade zu dem Deckblech steht. Und das war jetzt der erste Schritt, der nötig war, um die nächsten Bleche anzuhängen. Und damit starten wir dann jetzt auch hier schon rein. Natürlich ist das Prinzip hier das gleiche, wie wir das immer machen. Wir müssen das Teil an die Bestandteile ansetzen, dass die Linien entsprechend gerade sind, aber ihr seht das schon, wir haben jetzt hier wieder so viele Dimensionen, in die das Blech irgendwie gedreht werden muss, um das aneinander zu kriegen, und genau deswegen brauchen wir auch die Öffnung. Wir werden das gleich nochmal aus einer anderen Perspektive sehen, hier von außen eben, wie dieses Ranrichten an das Bestandsblech so einigermaßen funktioniert. Wir können halt hier jetzt auch gerade nicht mit unserem Gerüst arbeiten. Das passt an der Stelle da nicht hin, also muss man es dann auch noch mit der Leiter machen. Sprich an einer der schwierigsten Stellen für die Biegung, dann auch noch mit den ungünstigsten Arbeitsbedingungen, sowohl im Bug als auch hier außen auf der Leiter. Aber naja, wir kriegen auch das hin.
Und so sind jetzt zumindest das Bestandteil und das Bugteil miteinander mit Magneten geheftet, beziehungsweise oben mit der Zange kurz fixiert. Und dann müssen wir erstmal gucken, dass wir eben innen wieder Ösen anschweißen, damit wir das Ganze rumziehen können. Und auch da ist halt einfach aufgrund des Platzes das jetzt gar nicht mehr so einfach, wo man überhaupt von wo nach wo ziehen kann. Weil ja, da ist luftleerer Raum, da ist nichts, wo man dran ziehen kann. Also muss man sich auch das alles irgendwie basteln. Und das gucken wir uns jetzt hier an. Und so probieren wir da hier erstmal so ein paar Sachen aus, beziehungsweise für das Anlegen oben an das Blech hat diese Kettenziehvariante funktioniert. Aber hier unten stellen wir jetzt eben fest, dass wir da in die völlig falsche Richtung ziehen. Also muss man das nochmal ein bisschen abändern und die Kette eben anders anbringen. Die Ösen erstmal wieder runter. Und damit wir dann nochmal neu ansetzen können. Und auch wenn es fast so aussieht, als wäre es an der gleichen Stelle, ist es halt doch ein bisschen anders als vorher. Und damit war es dann wiederum möglich, eben die Bleche auch da dran zu ziehen. Sowohl das untere als auch das obere. Das war alles noch nicht großartig festgemacht. Und das konnten wir dann jetzt hier machen. Wie ihr jetzt schon vielleicht seht, ist das Arbeiten hier vorne im Ankerkasten alles andere als gemütlich. Es ist alles schräg, es ist alles eng. Noch dazu ballert hier die Sonne an dem Tag auch noch drauf, sprich es ist auch noch schön warm. Zum Glück war jetzt hier an der Seite erstmal noch die rechte Seite offen, sodass ein bisschen Luft noch durchzirkulierte, aber schön ist anders. Und was wir uns jetzt hier in wenigen Minuten angeschaut haben, sind natürlich wieder fast ein paar Stunden gewesen. Und damit kommen wir aber dann eben auch zur zweiten Seite. Ihr seht das hier fehlen eben auch noch die Aussteifungen. Die wollten wir nicht vorher einbauen, weil dieser Longitude eben auch nicht bis vorn an die Spitze geht. Ihr seht das jetzt hier auf der linken Seite, sondern auch da im freien Raum aufhört. Und wir hier kaum die Möglichkeit hatten, ohne das Außenblech den vernünftig zu positionieren und zu sagen, okay, der muss jetzt noch einen Millimeter nach vorne, nach hinten, weil ja auch das Blech, was hier von hinten kommt, wo das B hier rechts drauf steht, das ist ja noch nicht rangezogen. Das ist jetzt gerade mit dem Kettenzug erst passiert, beziehungsweise passiert jetzt hier zusammen, weil wir die erst verbinden müssen, um sie dann zusammen ans Schott zu ziehen, um dann weiter Richtung Bug vorne. Sprich, dieses ganze Konstrukt hier vorne im Bug ist halt schon mit eins der schwierigsten gewesen. Die Schräglage, die das Blech eben außen hat und dann eben die Biegung da reinzubekommen und das hier weiterhin quasi ins Nichts hinein. Da mussten wir schon sehr aufpassen, dass wir da die richtige Reihenfolge irgendwo hinbekommen und rausfinden, um das eben vernünftig zu machen. Aber dann war es endlich soweit und wir konnten das erste Mal das Bugteil hier vorne dran halten und schauen, wie das sich denn jetzt hier in das Ganze einpasst. Und das ist die Feststellung, die wir im Grunde dann auch hatten, dass dieses große Bugteil, ihr erinnert euch vielleicht dran, das haben wir in der letzten Folge, in der Folge 9, glaube ich, gebogen, dass das gar nicht am Stück, so wie wir es gebogen haben, hier vorne reinkommt. Da hatten wir uns lange Zeit gewundert, wie das dann überhaupt hier rein soll. Aber es ist schlicht als Passstück gedacht, sprich, wir halten es hier dran und zeichnen dann von innen an, was alles weg muss. Und dann haben wir unsere Spitze und unseren Bug. Und dass das Teil erstmal deutlich größer ist, als es dann letzten Endes sein muss, ist auch irgendwo logisch. Denn es bleibt gleich nur unten eine ganz schmale, dünne Spitze und auch oben ist der Radius, die Breite dann gar nicht mehr so groß. Aber das, was hier übrig bleibt an Blech, hätte man so in der Form sonst auch nicht mehr sinnvoll irgendwie biegen können. Man hätte gar keinen Druck und Einfluss mehr gehabt auf das Teil und insofern ist das also nachvollziehbar in beide Richtungen. Also A, dass man es überhaupt erstmal biegen kann und B, dass man es hier hinterher als Passstück vorne einfach so reinpasst, dass eben alle Teile dann vernünftig zusammenkommen. Das macht schon Sinn und ist auch absolut nachvollziehbar. Und so passiert eben jetzt genau das. Das Teil wird an beiden Seiten exakt angepasst. Da sind auch durchaus Wellen drin. Also das geht jetzt nicht gerade in der Linie runter, sondern passt sich eben exakt dem an, wie die einzelnen Ebenen und Etagen hier vorne angekommen sind. So, dass es einfach dann hinterher als Passstück hier eingeführt werden kann. Ihr habt es gesehen, wie schmal das jetzt an der Unterseite ist. Das hätte man also so nicht mehr hinbekommen, da bei der Blechstärke noch eine harte Kante reinzubiegen. Und so können wir es jetzt hier endlich einsetzen. Wir haben uns an der Stelle unten mit einem Spanngurt beholfen, ist damit erstmal dran gezogen. Oben hängt es mit der Kralle am Kran und dann kann es jetzt hier
so grob an die Stelle erstmal positioniert werden. Durch die unterschiedlichen Ebenen, die da eben zusammenlaufen, ist es dann auch notwendig, nach dem ersten Anzeichnen hier auch nochmal so ein paar kleinere Korrekturen gleich vorzunehmen. Das werden wir jetzt sehen. Und das ist eben jetzt genau der Vorteil. Wir können es hier exakt einpassen, so dass es einfach sauber schön da vorne drin liegt. Wir eine tolle Rundung hinbekommen. Klar, es ist im Step-Biege-Verfahren gebogen. Das heißt, es sind natürlich kleine Kanten drin, die wir eben dann hinterher ausspachteln und ausschleifen müssen, damit es eine richtig schöne runde Form gibt. Und somit kommen wir am Bug zum momentan erstmal letzten Schritt und können das Ganze hier anschweißen. Und damit ist unser Bug fertig. Da steckt dann natürlich jetzt einiges an Arbeitszeit drin. Das kommt zum Teil vielleicht in den Videos gar nicht so rüber, wie viele Stunden da manchmal drin stecken, auch an Arbeit rundherum. Aber es ist geschafft. Und damit können wir uns einem neuen Arbeitsbereich widmen. Und das ist genau der entgegengesetzte, nämlich das Heck. Hier haben wir ja auch entsprechend mit der Montage der Seitenbleche irgendwann aufgehört, weil eben jetzt hier hinten das Abschlussblech dran muss. Und das muss in eine 90-Grad-Kurve gebogen werden, wobei der untere Radius und der obere Radius unterschiedlich sind, da das Blech nach innen wegfallen soll, also von unten nach oben immer weiter nach innen gehen soll. Und wir haben uns erstmal hier aus den Plänen die Positionen rausgeholt, an denen entsprechend gebogen werden soll, um exakt dieses Ergebnis hinzubekommen. Und dann haben wir uns das Blech hier entsprechend vorbereitet und eingerichtet, den CNC darauf eingestellt. Und dann kann es losgehen, dass wir immer gucken, genau auf unsere Punkte kommen, wo wir eben drücken müssen, um eben den gewünschten Radius hinzubekommen. Und ihr seht, dass das Blech hier eben immer schräger eingesetzt werden muss, um eben diese Biegungen hinzubekommen. Die ersten 7 Biegungen konnten wir dann auch von der Seite schon direkt hintereinander weg machen. Das Teil hat sich entsprechend in der Maschine nach hinten hochgerollt. Die letzten beiden passten dann nicht mehr vom Baumaß her und somit mussten wir das Teil entsprechend rumdrehen und dann auch festgestellt, dass wir das mit der Biegung rein nur auf den Zinken nicht hinkriegen, sondern hier noch eine Palette zur Hilfestellung brauchten. Also den Stapler wieder vor der Maschine positionieren, das Blech reinheben, exakt unter die Matrizen stellen für die letzten beiden Biegungen. Das ist natürlich ein bisschen schwieriger gewesen, aber dann ist das Teil auch schon gebogen und ihr seht eben hier genau den Effekt, dass das Teil eben unten einen weiteren Radius hat wie oben. Und dann können wir es an seine Position bringen. Nachdem wir dann eben hier noch ein bisschen Kantenbearbeitung gemacht haben, wird es erstmal einfach reingeschoben. Das steht natürlich jetzt durch die Biegung hier erstmal schon von alleine ziemlich schön. Ihr seht aber vielleicht da, wo ich die Hand zwischendurch immer mal hatte, da muss es halt dann auch noch so ein bisschen dran gezogen werden. Aber erstmal wie gehabt, und das ist eben an jeder Stelle immer das Gleiche, verbinden mit dem Bestand. Dann haben wir hinten das Querabschlussblech zur Badeplattform eingesetzt, weil das nun mal auch einen starren Winkel hat, wo wir uns entsprechend dran anlehnen konnten, wo also klar ist, wo es hin muss. Die Positionen logischerweise vorher am Boden eingezeichnet, die mussten wir uns wieder aus dem Plan rausmessen, damit das Teil dann eben auch da an die richtige Stelle kommt. Und wie gehabt, entsprechend mit dem Altbestand verbinden. Und dann sehen wir aber jetzt, dass wir hier in der Mitte noch eben nicht ganz dran sind. Das haben wir uns dann jetzt noch mit der Zwinge ein bisschen gezogen. Und hier hinten ziehen wir jetzt noch mal ein bisschen nach unten, dass da eine kleine Lücke unten drunter ist. Das ist überhaupt nicht dramatisch. Und schon haben wir hier den Heckabschluss. Wie gesagt, da das senkrechte Blech noch zur Abschluss Richtung Badeplattform. Und wie wir finden, hier schon eine schöne Biegung drin. Natürlich muss auch das hinterher noch gespachtelt und geschliffen werden, damit es wirklich richtig schön rund ist. Und wie immer, was wir auf der einen Seite machen, machen wir auch auf der anderen Seite. Also das gleiche Spiel noch einmal aus den Plänen heraus die Maße auf das Blech übertragen, wo wir entsprechend hinziehen müssen. Auch sowas muss natürlich wieder wie immer korrekt und vernünftig gemacht werden, sonst kommt nur Mist bei raus. Und dann das gleiche im Grunde nochmal, haben wir ja vorhin schon mal geübt. Also wieder erstmal die 7 Pressungen in die eine Richtung. Das Blech rollt sich schön nach hinten hoch in der Maschine auf. Da haben wir es. Einmal rumdrehen, damit wir die Biegung 8 und die Biegung 9 hinbekommen. Die sind, wer mitgerechnet hat, jeweils 10 Grad gewesen, sodass wir eben hier auf die 90 Grad Rundung kommen. Und dann haben wir auch das Blech natürlich auf das Boot hochgehoben, haben es in seine Position gestellt.
und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass wir das Teil jetzt erstmal so noch nicht montieren können. Die Deckbleche, die hier drauf liegen, die sind zwar an einigen Stellen bereits gepunktet, aber eben noch nicht überall an den Rahmen darunter gezogen und befestigt, und hier stand es halt schlicht noch ein bisschen hoch. Das heißt, wir hätten das jetzt hier nicht sinnvoll in seine Form bekommen, wo es hin soll, und somit werden wir das beim nächsten Mal machen, wenn wir die Deckbleche hier korrigiert haben. Vielen Dank fürs Zuschauen, und wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann abonniert gerne unseren Kanal. Lasst auch gerne auf den Videos ein Like da, teilt sie mit Freunden. Wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das gerne mit einem Thanks tun oder mit einer kleinen Kanalmitgliedschaft. Bis zum nächsten Mal, auf Wiedersehen.